Die Türkei wird seit 20 Jahren durch die von Präsident Erdoğan gegründete Mitte-Partei, AKP, regiert. In diesem Video prüfen wir, ob die Türkei seither demokratischer oder autokratischer geworden ist. Dabei sprechen wir von der alten Türkei, wenn die Zeit vor 2002 gemeint ist. Und ab 2003, für die Zeit mit der AKP-Regierung, sprechen wir von der neuen Türkei. Die Regierungen der alten Türkei wurden leider mehrmals von Militärputschen gebremst. Darauf regierte meist das Militärregime. Die Regierungen konnten in der alten Türkei nicht frei regieren. In der neuen Türkei wurde dieses Hybridregime abgeschafft. In der neuen Türkei wurde auch die politische Macht den Bürgern übergeben, indem das Volk die Gesetzgeber, also 600 Parlamentsabgeordnete und gleichzeitig auch den Präsidenten der neuen Türkei an der Urne wählen dürfen. Selbst über das mehr Demokratie bringende Präsidialsystem konnten türkische Bürger abstimmen gehen. Sie genießen in der neuen Türkei die direkte Demokratie. In der alten Türkei gab es noch das parlamentarische System, in dem die Politik viel mehr von Lobbys gelenkt wurde, als vom Volk bestimmt werden konnte. In der neuen Türkei kann man sogar als einfacher Bürger mit 100.000 gesammelten Unterschriften einen Präsidentschaftskandidaten aufstellen. In der alten Türkei durften Menschen nicht einmal ein religiöses Gedicht auf der Straße zitieren. Dafür wanderten sie ins Gefängnis. Auch Frauen mit Kopftuch waren verpönt und wurden gemobbt. Erst in der neuen Türkei gab es erstmals wieder Religionsfreiheit für das mehrheitlich religiöse türkische Volk. Es gab dann Kreise, die deuteten diese neuen Freiheiten mit einer Islamisierung der Türkei. Aber diese neue Freiheit galt auch für andere Religionen. Erst in der neuen Türkei wurden die zerfallenen Kirchen und Synagogen wieder restauriert. Erst in der neuen Türkei ist Gesundheit für jeden Bürger kostenlos und ohne Wartezeiten geworden. In der alten Türkei musste man noch Schlange stehen. Ohne Geld gab es keine Behandlung. In der alten Türkei durften Kurden an der Öffentlichkeit nicht Kurdisch sprechen. Kurdisch war damals verboten. Erst die neue Türkei gab den Kurden das Recht, in Schulen Kurdisch zu lernen und in der Öffentlichkeit Kurdisch zu singen und sprechen. In der neuen Türkei macht der Befreiungskampf der PKK keinen Sinn mehr. Der Terror der PKK und anderen Terrororganisationen werden bekämpft, um die Bürger zu schützen. Für die Türken ist das eine Handlung in Demokratie, denn sie fühlen sich frei und beschützt. Andere Kreise nennen das eine autokratische Regierung, weil viele deshalb im Gefängnis landen. Aber selbst Gefangene können in der Türkei als Präsident kandidieren, was die neue Türkei insgesamt demokratischer macht als die alte Türkei.